Am Nordhang des Kapellbugs unmittelbar unter der Kapelle befindet sich ein ehemaliger Bierkeller. Der Hechlinger Hohlweg führt vom Ort direkt am Keller vorbei. Der Keller besteht seit Jahrhunderten und die Hechlinger Brauerei Müller lagerte dort ihr Fassbier zur Nachgärung und Ausreife. Bis etwa 1900 fanden in dem noch genützten Bierkeller früher zu Pfingsten Kellerfeste statt. Die Katharinenkapelle war ein spätgotischer als Wallfahrtskirche genutzter Sakralbau auf einer Erhebung bei Hechlingen am See, einem Gemeindeteil von Heidenheim im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Bayern. Die Ruine steht auf dem Kappelberg, einem flachen Hügel nordöstlich des Heidenheimers Gemeindeteil Hechlingen. Ihre markante Silhouette ist ein prägendes Element der Landschaft um Hechlingen. Die Kapelle, ein einschiffiger Bau von 3 Jochen und einem Chorschluss in 5 Seiten des Achtecks, war 20 Meter lang und 10 Meter breit. Die Ostwand des Chores und die Südwand des Langhauses mit der Südwestecke der Kapelle sind noch bis zu einer Höhe von ca. 4 Metern erhalten. Rippenansätze zeigen, dass die Kapelle ein Netzgewölbe besaß. Die Kirche war aus Kalkbruchstein hochgezogen. Rippen, Konsolen und Fenstergewände waren aber aus gelbem Sandstein gehauen. Nördlich der Ruine wurde 1999 ein hölzerner Glockenturm errichtet. Das Glöcklein stammt vom ursprünglichen Turm der Katharinenkapelle. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Kapelle 1457, als der Eichstätter Bischof Johann III. Von Eich eine Frühmess-Stiftung bestätigte. Die Stilformen weisen sie als einen Bau aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und somit der Spätgotik aus. Es wird vermutet, dass die Enhöfer, ein niederes Adelsgeschlecht, die Ruine ihrer Burg auf dem heutigen Kapellberg dazu heranzog, hier eine Wallfahrtskirche zu errichten.
Dass der Sakralbau der heiligen Katharina von Alexandrien geweiht war, lässt sich aus dem Umstand erschließen, dass der Berg ihres Standortes 1448 als Sankt Katharinenberg bezeichnet ist. Zudem hieß eine 1364 genannte Enhöferin Katharina. Dass es sich um eine Wallfahrtskirche handelte, lässt sich aus ihrer Lage auf dem Berg und ihrer Größe erschließen. Seit 1760 ist die Kapelle Ruine, nachdem Bauern den bis dahin unversehrten Bau als Steinbruch nutzten. Noch 1761 waren Reste von gotischen Wandgemälden zu sehen und 1880 fiel der Turm bei einem Unwetter ein. Die baufällige Ruine wurde 1887 gestützt, indem man für die abgebrochenen Strebepfeiler neue, jedoch nur halb so hohe anbrachte. Weitere Sanierungsarbeiten fanden 1903 und noch einmal in den 1980er Jahren statt. 1976 wurden bei einer Sondierungsgrabung vor der Nordfront der Kapelle in 2 Meter Tiefe die Grundmauern von weiteren Gebäuden festgestellt. Martin Winter ordnet sie der ehemaligen Burg der Ritter von Enhofen zu.